Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu der Fortsetzung von der Geschichte Ramayanam. In Part 1 hatten wir an der Stelle aufgehört, wo Prinz Rama, Lakshmanan und Sita sich von dem König verabschieden und in den Wald ziehen wollten. Bevor ich jetzt die Geschichte weitererzähle, hatte ich, glaube ich, vergessen im letzten Video etwas zu erwähnen, und zwar als die Hochzeit von Rama, Sita und den anderen Brüdern stattfand, kehrten ja eigentlich alle nach Ayodhya, bis auf den Prinzen Bharadan und Shatrughan. Sie begleiteten zwar die anderen, aber sie kehrten zurück in das Königreich Kekeya. Kekeya ist das Königreich, wo die Mutter von Bharadan, also Kaikeyi, herkommt. Ich weiß nicht wirklich, warum sie eigentlich dorthin gegangen sind. Ich hatte mal gelesen, dass sie da jemanden besuchen wollten, also Verwandte mütterlicherseits, aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Falls es irgendjemand von euch weiß, der kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Genau, jetzt geht es weiter mit der Geschichte. Also Rama, Sita und Lakshmanan verabschieden sich von König Dasharatha und wollen quasi in den Wald ziehen. Ja. Und der König, der die Trennung von Rama nicht verkraften konnte, wurde vor lauter Sorge krank, und er wurde so sehr krank, dass es leider nicht mehr überlebte. Und so wurde die traurige Nachricht durch einen Botschafter an die Prinzen Bharadan und Shatrughan übermittelt. Also ein Botschafter wurde vom Königreich Ayodhya in das Königreich Kekeya geschickt, um die Nachricht den beiden zu überbringen. Und sie kamen natürlich sofort zu Ayodhya, und dann informierten sie sich erstmal, was überhaupt passiert war. Und ihr müsst auch wissen, Bharadan hatte ja von dem Ganzen, was seine Mutter geplant hatte, und von der Verbannung von Rama hatte er nichts mitbekommen, weil er ja nicht im Königreich Ayodhya war. Und so wusste er eigentlich gar nicht, was geschehen war. Und als er dann zurückkam und erfuhr, dass eigentlich durch seine Mutter Rama in den Wald verbannt wurde und dass dass sein Vater gestorben ist und dass seine Mutter auch in einer gewissen Weise daran schuld war, schämte er sich zu Tode für seine Mutter und erzählte ihr, dass er eigentlich nie König werden wollte und dass es ihm eigentlich egal war, wer König wird. Und als das dann seine Mutter hörte, fing sie an zu weinen und bemerkte erst dann, was für einen großen Fehler sie begangen hatte. Aber natürlich war dann alles zu spät. Und der Prinz Bharadan wollte sich dann erstmal auf die Suche nach Rama begeben und nahm dann sein Bruder Shatrughan und die 3 Königinnen mit sich. Und währenddessen fuhren quasi Rama, Sita und Shatrughan auf einem Boot über den Ganga-Fluss. Das ist ja der heiligste Fluss in Indien. Und sie fuhren quasi bis ans andere Flussende und liefen da durch den nächstgelegenen Wald durch, bis sie quasi ein Örtchen gefunden hatten, wo sie sich niederlassen konnten. Und dort bauten sie dann zusammen quasi, also Ram und Lakshman bauten dann eine Hütte für sie auf. Und als sie quasi die Hütte fertig gebaut hatten, bis dahin hatte auch schon der Prinz Bharadan herausgefunden, wo Rama war. Ich weiß nicht wie, aber er hat es herausgefunden. Ja, und dann lief er quasi durch den Wald, und als er Rama sah, fiel er ihm zu Füßen und entschuldigte sich erstmal dafür, was passiert war, und erzählte auch, dass ja der Vater verstorben ist, und Rama war so sehr, er war einfach so traurig, dass er dann auch anfing zu weinen. Und Bharadan bat dann Rama, wieder ins Königreich Ayodhya zurückzukehren und die Königsposition anzunehmen. Aber Rama lehnte die Bitte ab, weil er einfach dachte, der Tod seines Vaters wäre bedeutungslos gewesen, wenn er jetzt sein Wort gebrochen hätte und zurück nach Ayodhya gekehrt und die Königsposition angenommen hätte. Und so sagte er dann zu Bharadan, er wird auf jeden Fall diese 14 Jahre, wie er auch es zu seinem Vater gesagt hatte, und
Genau, also er wird dann diese 14 Jahre auch im Wald verbringen und Baradan versuchte immer wieder Rama zu überzeugen, dass er mitkommen soll und Rama dann wieder Baradan, dass er aber die Regierung für ihn übernehmen könnte und so kamen sie dann zu einer Lösung am Ende, dass quasi Baradan für diese 14 Jahre die Regierung übernimmt und ab dem 14. Jahr übernimmt dann König Rama die Königsposition wieder. Und ihr müsst auch wissen, die 3 Brüder hatten wirklich einen sehr, sehr großen Respekt vor Rama und sie wollten auch also Shatrughan und Baradan wollten Rama weiterhin diesen Respekt erweisen, auch in seiner Abwesenheit. Und deswegen nahmen sie dann quasi Rama seine Schuhe mit. Das waren so Flipflops, aber aus Holz. Und ja, so nahmen sie als Erinnerungsstück von Rama quasi seine Schuhe mit. Und als sie sich dann verabschiedeten, wollte Rama mit seinem Bruder und seiner Frau nicht mehr in diesem Wald bleiben. Er wollte woanders hin. Und so liefen sie dann durch den Wald Dandaka. Ich hatte ja diesen Wald auch in meinem ersten Video erzählt, also in Part 1 hatte ich erzählt, dass ja dieser Wald Dandaka von der Dämonin und ihren Söhnen Maricen und Subaku bewohnt war. Und ja, so liefen sie quasi durch den Wald an den sogenannten Vindhya-Gebirge. Ich schreibe die Namen wie beim letzten Mal hier wieder hin irgendwo, ja, falls ich die Namen falsch aussprechen sollte. Genau, also sie liefen an den sogenannten Vindhya-Gebirge vorbei und weiter südlich, bis sie dann diesen Ort erreichten, wo der weiße Herr namens Agadir lebte. Und sie fragten ihn dann quasi um Rat oder um irgendeine Empfehlung, wo sie sich denn niederlassen könnten. Und so sagte Agadir, also so sagte dieser weiße Herr zu Rama, an der linken Seite des Ufers von dem Fluss Godavari befindet sich ein Ort namens Panjavati. Und sie sollen dann quasi in diesem Ort Panjavati sich niederlassen. Und so liefen sie zu dritt zu diesem Ort und Rama und Lakshmanan bauten dann quasi eine simple Hütte auf als Unterkunft für sie. Ja, und so lernten sie in diesem Wald auch den Falkenkönig namens Jadaju kennen. Dieser Falkenkönig oder dieser Falke konnte übrigens sprechen und er soll anscheinend ein guter Freund von dem König Dasharatha gewesen sein und deswegen bat er Rama immer seine Hilfe an, wenn er quasi Hilfe von ihm benötigte. Genau, und so hatten sie ihre Hütte aufgebaut und lebten da und was sie aber nicht wussten, dass in dem Wald auch eine Dämonin herumlungerte und zwar war das die Dämonin namens Surpanakhay. Surpanakhay ist die Schwester von Ravanan und Ravanan wird als Dämonenkönig von Sri Lanka bezeichnet. Ja, und Surpanakhay hatte auch eben diese Kraft, sage ich jetzt mal, oder diese Gabe, dass sie sich in alle Gestalten verwandeln konnte und sie hatte sich in Rama verliebt und wollte sich Rama vorstellen und dafür verwandelte sie sich in eine hübsche Frau, stellte sich Rama vor und bat ihn, Sita zu verlassen und mit ihr mitzugehen. Aber als sie merkte, dass Rama kein Interesse an ihr hatte, wurde sie so sehr sauer, dass ihre Wut ihre wahre Gestalt zum Vorschein brachte. Und dann versuchte sie, Sita anzugreifen und daraufhin nahm quasi Lakshmanan einen Schwert und schnitt ihr ihre Nase ab. Surpanakhay, rannte aus dem Wald und zu ihren Brüdern, um Hilfe zu bitten. Und sie erzählte quasi ihren Brüdern die ganze Geschichte, was passiert war. Ja, als die Brüder quasi ihre Nase sahen, wollten sie auf jeden Fall mit ihrer Bande in den Wald, um Rama, Sita und Lakshmanan zu töten. Und als Rama quasi die Bande auf sie zukommen sah, beauftragte er Lakshmanan dazu, auf Sita aufzupassen, während er sich um die Bande kümmert. Und Lakshmanan ist ja ein sehr, sehr kräftiger Mann, der ja auch übernatürliche Kräfte und sowas besitzt und übernatürliche Waffen mit magischen Kräften, sag ich jetzt mal. Und so schaffte er es
alleine die Bande zu vernichten und die Schwester Surpanakhi, also die Dämonin Surpanakhi, hatte das Ganze mitbekommen und sie hatte so sehr Angst bekommen, dass sie dann nach Sri Lanka geflohen ist zu ihrem anderen Bruder Ravanan. Ja, und der Ravanan wird meistens auch in den Bildern mit 10 Köpfen insgesamt dargestellt. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber laut meinen Recherchen stellt jeder Kopf von ihm ein Grundgefühl dar. Also zum Beispiel Wut, Angst, Trauer, sowas oder Leidenschaft oder keine Ahnung, was es für Grundgefühle noch gibt. Aber auf jeden Fall für jedes Grundgefühl hat er quasi einen Kopf. Und das macht ihn quasi zu einem vollständigen Mann. Und ja, deswegen hat er anscheinend 10, wird er manchmal auch mit 10 Köpfen dargestellt. Ja, und Ravanan, der natürlich auch gesehen hatte, dass seine Schwester keine Nase mehr hatte, wollte natürlich wissen, was passiert war. Und so erzählte dann seine Schwester Surpanakhi ihm von Rama und Lakshmanan und auch, wie schön Sita war. Und als Ravanan von dieser Schönheit gehört hatte, wollte er auf jeden Fall einen Racheplan schmieden, um Sita für sich zu gewinnen. Und so suchte er nach Tadagas Sohn Marichan. Also ich hatte in Part 1 erwähnt, dass Subagu und Tadaga von Rama getötet wurden, aber Marichan ja irgendwie meilenweit irgendwo geflogen ist und irgendwo gelandet ist. Und so suchte er quasi Marichan und sagte zu ihm, er soll sich in ein goldenes Reh verwandeln und quasi Rama irgendwie ablenken, sodass er ihn verfolgt. Und Marichan weigerte sich erstmal dagegen, aber er wusste, dass er sowieso von Ravanan umgebracht wird, wenn er seinem Befehl nicht gehorcht. Deswegen dachte er stirbt lieber dann von Rama. Und so willigte er ein und verwandelte sich in den goldenen Reh. Als Reh sprang er dann quasi vor der Hütte von Sita und Rama rum. Und Sita war so begeistert von dem Reh, dass sie es unbedingt haben wollte. Also nicht tot, sondern natürlich lebendig. Und sie bat Rama darum, dieses Reh zu fangen und ihr bitte zu geben. Also natürlich nicht tot, sondern lebendig, wie ich es gesagt hatte. Ne? Und und Rama beauftragte wieder Lakshmanan dazu, auf Sita aufzupassen. Und Rama folgte dem Reh. Und dieses Reh sprang immer weiter und weiter in den Wald hinein, sodass sich Rama immer weiter von seinem Bruder und von seiner Frau sich entfernte. Und dann ab einer gewissen Weite wusste dann Rama, okay, er wird es niemals schaffen, dieses Reh lebendig zu fangen, und deswegen schoss er einen Pfeil. Und dann kam quasi Marichan zum Vorschein, also seine Gestalt kam dann zum Vorschein. Er imitierte Rama und bat Lakshmanan und Sita um Hilfe. Und Sita und Lakshmanan hatten das natürlich gehört, und so bat Sita Lakshmanan darum, seinem Bruder zu helfen. Und Lakshmanan musste ja dafür Sita alleine lassen, und deswegen zog er dann quasi so eine Linie um die Hütte herum und stellte die Bedingung auf, dass Sita auf keinen Fall diese Linie überschreiten durfte, solange er nicht zurückgekehrt war. Und so ging dann Sita halt ins Haus, und Ravanan hatte das Ganze ja mitverfolgt, und er konnte sich ja auch verwandeln, und so verwandelte er sich in einen alten Mann und ging quasi auf die Hütte von Sita zu und bat um Essen. Und Sita brachte das Essen raus. Sie wollte es ihm geben, aber Ravanan sagte zu ihr, sie soll noch einen Schritt näher kommen. Und bevor Sita überhaupt richtig verstehen konnte, was passiert, zeigte Ravanan seine wahre Gestalt und griff nach Sita und nahm sie mit. Und ihr müsst euch vorstellen, Rama hatte so einen fliegenden Streitwagen, der konnte fliegen. Und und so nahm er dann Sita mit. Ja, und während Rama Sita entführte, versuchte dieser Falkenkönig Sita zu retten, aber leider schnitt Ravanan ihm seine eine Flügelhälfte weg, sodass er dann zu Boden fiel.
Und Sita wusste sich nicht weiter zu helfen, deswegen versuchte sie immer unauffällig, immer so dazwischen einzelne Schmuckstücke von ihr herunterzuwerfen, sodass es eine Spur quasi erzeugt. Und ja, Rama und Lakshmanan, die mittlerweile ja wussten, dass sie reingelegt wurden, gingen zurück zu der Hütte und fanden heraus, dass Sita nicht mehr da war. Und so machten sie sich dann auf die Suche und liefen durch den Wald. Und da fanden sie eben diesen Falkenkönig, der quasi im Sterben da lag auf dem Boden. Und dieser Falkenkönig erzählte quasi Rama und Lakshmanan, dass Ravanan Sita entführt hatte. Und so machten sie sich auf die Suche nach ihr. Ja, sie liefen so lange durch den Wald, bis sie quasi diese Rishyamukha-Gebirge erreichten. Also wie gesagt, ich schreibe die Namen hier mal hin. Genau, und dieser Berg oder diese Gebirge waren quasi der Wohnort von den Affen. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Affen können aussprechen und sie hatten nicht diese Größe, die wir normalerweise von einem Affen kennen, sondern sie hatten schon eine Größe von einem Menschen, genau, und sie konnten sprechen, genau. Und ja, der Führer dieser Affenherrschaft, sage ich jetzt mal, war der sogenannte Sugriva, und sein Helfer und Freund zugleich war der starke und schlaue Hanuman. Er wird ja quasi als Affengott bezeichnet. Und ja, und so trafen sie eben auf Hanuman, als sie durch diese Gebirge liefen, und er stellte sich als Minister von Sugriva vor und fragte, wer sie überhaupt sind und warum sie gekommen waren. Und so erzählte Rama Hanuman die ganze Geschichte, und so führte dann Hanuman die beiden zu seinem Führer Sugriva, und Rama erzählte dann Sugriva auch wieder die ganze Geschichte, sodass dann Sugriva am Ende einen Kompromiss machen wollte, also dass Rama quasi seinen älteren Bruder, also den älteren Bruder von Sugriva, namens Vali umbringen sollte, und wenn er es schafft, dann wird er seine ganze Affenherrschaft ihm zur Verfügung stellen, um Sita zu suchen und sie zu retten. Und als Rama hörte, was für ein Leid Vali, also der ältere Bruder von Sugriva, dem Sugriva zugefügt hatte, willigte er eben diesen Kompromiss ein. Und so fand dann irgendwann ein Krieg zwischen Sugriva und seinem Bruder Vali statt. Und ja, und Rama schoss quasi einen Pfeil auf Vali und er starb. Und dann wurde eben Sugriva zum König ernannt, und wie versprochen stellte er seine ganze Affenherrschaft zur Verfügung, und die Affen teilten sich dann quasi in alle 4 Richtungen auf, um nach Sita zu suchen. Und der Führer von der Bande, die südlich suchte, war Hanuman, und sie suchten und suchten und suchten und kamen letztendlich an einem Ufer an, und sie wussten dann nicht mehr, wie sie weitergehen sollen, weil es einfach keinen Weg mehr gab. Und dann kam der Bruder von dem Falkenkönig, der ja gestorben war, weil ja ihm ein Flügel abgeschnitten wurde. Er kam und erzählte Hanuman die ganze Geschichte. Und es ist ja bekannt, dass Falken sehr scharfe Augen haben. Und so konnte dieser Falke von dieser Ufer aus erkennen, dass Sita in Sri Lanka in diesem Garten von Ravanans Königreich gefangen war. Und jetzt war nur die Frage, wie kommen sie nach Sri Lanka? Und so fing dann Hanuman an, zu Rama zu beten. Und ich weiß nicht wie, aber Rama fing an zu wachsen, und er wuchs und wuchs und wuchs, bis alles unter ihm kleiner wurde. Und dann, ja, er hebte vom Boden ab und er flog dann über das Meer bis nach Sri Lanka. Also Rama hat ihm anscheinend die Kraft verliehen, dass er quasi größer werden kann und auch noch fliegen kann. Als er dann in Sri Lanka ankam, reduzierte er dann seine Größe auf die normale Affengröße, wie wir es kennen, damit er dann unbemerkt durch das Königreich eben von Ravanan herumspringen kann und nach Sita suchen kann.
Und er fand dann schließlich Sita in diesem Garten und er sah die schöne Sita von den ganzen Dämoninnen umgeben und er wartete, bis die Dämoninnen eben schlafen gingen. Und dann näherte er sich der Sita und erzählte ihr, dass er eben ein Helfer von Rama war und gab ihr auch ein Schmuckstück von ihm als Beweis. Und Sita gab ihm ein Schmuckstück zurück, auch als Beweis für Rama. Und leider wachten dann währenddessen plötzlich die Dämoninnen auf und sie sagten zu König Rama, dass ein Affe ins Königreich eingedrungen war und dann schickte er seinen Sohn Indrajiten, um den Affen eben zu fangen oder festzunehmen. Und sein Sohn hatte auch natürlich übernatürliche Kräfte und er setzte auch eines seiner übernatürlichen Waffen ein, um Hanuman zu fangen. Und dann brachte er Hanuman zu seinem Vater und Ravanan wollte ihm quasi als Strafe seinen Schwanz unter Feuer setzen. Hanuman wurde dann so sauer und ich glaube, durch diese Zorn bekam er diese ganze Kraft, sodass er sich dann aus der Gefangenschaft befreien konnte und er flog dann mit seinem brennenden Schwanz weg. Und er war eben so sauer, dass er das ganze dass er das Feuer von seinem Schwanz innerhalb dem ganzen Königreich verteilte und auch innerhalb ganz Sri Lanka verteilte er das Feuer. Und als dann sich seine Wut etwas gelegt hatte, löschte er dann das Feuer aus seinem Schwanz und flog dann wieder zurück. Informierte Rama quasi darüber, dass Sita noch am Leben war und gab ihm als Beweisstück auch noch ihr Schmuckstück. Und mittlerweile wollte Ravanan nämlich einen Krieg planen gegen Rama und sein Bruder Vibhishanan war aber dagegen, weil er wusste, was passieren würde mit dem Königreich, wenn Ravanan einen Krieg gegen Rama führen würde. Und so war er dagegen und ich verwechsel immer Rama und Ravanan. Und Ravanan verbannte seinen Bruder aus dem Königreich, weil er quasi ihn verraten hatte. Und Vibhishanan suchte quasi Unterschlupf bei Rama und Rama versprach ihm, dass er dann König werden würde, nachdem Ravanan gestorben ist. Gab Vibhishanan Rama als Tipp, dass er zu der Meereskönigin beten sollte. Also Rama sollte zu der Meereskönigin beten, um Erlaubnis für eine Brücke zu bekommen, welches als Verbindung zwischen der Ufer und zu Sri Lanka dienen sollte. Also durch diese Brücke sollten sie dann von der Ufer nach Sri Lanka kommen. Und so betete Rama einige Tage und einige Nächte die Meereskönigin an und am Ende, als sie nicht erschien und keine Zustimmung gab, wurde er so wütend und frustriert, dass er die Meereskönigin angreifen wollte. Fragt mich aber nicht, wie er das machen wollte. Und genau in diesem Moment erschien dann die Meereskönigin und gab dann ihm ihr Erlaubnis. Und so machten sich dann die Affen dran mit Steinen und Ästen und so weiter, mit allen möglichen Mitteln, was sie fanden, die Brücke zu bauen und sie brauchten auch nur 5 Tage. Und dann liefen sie alle gemeinsam nach Sri Lanka oder sie bequerten alle gemeinsam die Brücke nach Sri Lanka. Und Ravanan, der das eben mitbekommen hatte, schickte dann gleich auch sehr viele Dämonen in den Krieg. Und diese wurden aber zum Glück von den Affen und mit Hilfe von Rama auch besiegt. Und als Ravanan das eben mitbekommen hatte, schämte er sich und schickte seinen Bruder Kumbhakarna. Also Ravanan hatte den Bruder Vibhishanan und noch einen Bruder namens Kumbhakarna. Und Kumbhakarna, müsst ihr wissen, ist ein riesiger, sehr kräftiger Mann, der eben sehr, sehr viel isst und sehr, sehr viel schläft. Also es wird auch gesagt, dass er eigentlich 6 Monate lang nur durch ist und die nächsten 6 Monate nur durchschläft. Und es ist sehr, sehr schwer, diesen Mann aufzuwecken, wenn er quasi schläft. Und mit Kumbhakarna werden bei uns auch Leute bezeichnet, die sehr, sehr lange schlafen oder die nicht so leicht aufzuwecken sind, wenn sie durchschlafen, genau. Und so war es auch sehr schwer, ihn aufzuwecken, aber Ravanan glaubte, dass nur sein Bruder Kumbhakarna durch seine Größe und durch seine Kraft in der Lage war, Raman zu besiegen. Und so weckte er quasi seinen Bruder mit sehr, sehr, sehr lauter Musik, glaube ich, auf und schickte ihn in den Krieg. Und
ja, die Affen fürchteten sich dann auch vor Kumbhakarnan, weil ja, er ist halt ein Riese und die Affen hatten die Größe eines Menschen und sie fühlten sich im Vergleich zu dem Riesen als ganz klein. Und so musste dann eben Rama herkommen oder einschreiten. Und ich hatte euch ja erzählt, dass Rama außerirdische Waffen besitzt mit übernatürlichen Kräften. Und so setzte er eines davon ein und schnitt quasi die Arme und die Beine von Kumbhakarnan ab und schaffte es auch, ihn umzubringen. Ja, und als Ravana davon auch noch erfuhr, schickte er seinen Sohn, also den Indrajitan. Und Indrajitan hatte halt auch übernatürliche Kräfte und auch dementsprechend übernatürliche Werkzeuge, Waffen. Und so benutzt er eines, um quasi Lakshmanan zu verletzen, und das schaffte er auch. Und dann waren quasi alle besorgt um Lakshmanan, wie er gerettet werden sollte, weil er quasi im Sterben lag. Und dann flog Hanuman zu einem Berg namens Sanjeevi, das liegt in Himalaya. Und er sollte da, auf diesem Sanjeevi-Berg sollte er 4 spezielle Kräuter mitbringen, die quasi jeden heilen konnten. Und so flog er eben zu diesem Berg, aber das Problem war, er fand diesen Berg, aber er fand diese Kräuter nicht. Und so entnahm er den ganzen Berg mit der Wurzel zusammen, hielt es in einer Hand und flog wieder zurück. Und ja, und so konnten sie dann die Kräuter so einsetzen, dass Lakshmanan dadurch geheilt wird. Und Lakshmanan, ja, ging dann sofort wieder in den Krieg und setzte ein Werkzeug namens Indira Astiram ein. Schreibe ich auch nochmal hier hin. Und er schaffte es damit auch, den Sohn von Ravanan umzubringen. Genau. Und schließlich, als Ravanan auch noch seinen Sohn verloren hatte, hatte er keine andere Wahl, als selber in den Krieg zu ziehen. Und ja, und ihr müsst ja wissen, Ravanan und Rama sind ja Menschen mit sehr, sehr übernatürlichen Kräften. Und sie besitzen natürlich Waffen, die eine sehr, sehr krasse, wie soll man das beschreiben, die halt sehr, sehr ja, übernatürlich oder außerirdisch sind. Und so versuchten sie mit Einsatz von ihren Waffen immer die Gegner zu attackieren und umzubringen. Es kam dann zu einem Zeitpunkt, wo Rama dann ein Schwert rausnahm und jeden einzelnen von den 10 Köpfen, was Ravanan hatte, abhackte, einzeln. Aber das Problem war, immer wenn er einen Kopf von Ravanan abhackte, erschien ein neuer. Und so funktionierte es dann nicht. Und Vibhishanan kam dann zu Hilfe und gab dann quasi oder sagte dann Rama, dass er eine bestimmte Waffe benutzen sollte, welches helfen kann, Ravanan zu vernichten. Ich weiß leider nicht, wie diese Waffe heißt. Auf jeden Fall benutzte er wieder ein Schwert und schlitzte quasi Ravanans Brust auf, sodass er dann ja, sterbend zu Boden fiel. Und dadurch wurde dann Ravanan besiegt. Und Vibhishanan wurde dann zum neuen König ernannt. Und Ravanan nahm dann Sita mit nach Ayodhya zurück. Und sie wurden dann von Lakshmanan, Sugriva und Hanuman, also dem Affengott Hanuman, geleitet. Ja, und als sie in Ayodhya ankamen, wurden sie vom Prinzen Baradan erwartet, der bis dahin ja die Herrschaft erfolgreich übernommen hatte. Und dann wurde er auch gleich, also dann wurde Rama auch gleich zum neuen König ernannt. Und Hanuman, der Affengott Hanuman, wurde zum treuen Anhänger oder treuen Helfer von Rama. Und er regierte viele Jahre über Ayodhya, so dass Ayodhya wohlhabend lebte. Ja, und das war jetzt die Geschichte Ramayana. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr jetzt über die Geschichte denkt. Und ja, dann freue ich mich bis zum nächsten Mal mit einem neuen Video. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Tschüss!